Lektion 1: Potenzial der Menschen. Wir sollten uns auf das Potenzial aller unserer Menschen konzentrieren. Es ist für den Aufbau einer besseren Zukunft von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall. Wenn wir in Einzelpersonen und Gemeinschaften investieren, schaffen wir Chancen für alle, sich zu entfalten. Ja, wenn wir Menschen befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, führt das zu einer innovativeren und produktiveren Gesellschaft. Ja, es geht darum, Stärken zu erkennen und anderen zum Erfolg zu verhelfen. Ich bin davon überzeugt, dass die Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit und Ermutigung einen erheblichen Unterschied machen kann. Auf jeden Fall. Wenn sich Menschen wertgeschätzt und unterstützt fühlen, leisten sie eher einen positiven Beitrag. Es ist wichtig, Umgebungen zu schaffen, in denen jeder die Chance hat, zu glänzen und seine Talente zu teilen. Dem kann ich nur zustimmen. Gemeinsam können wir eine perfektere Einheit bilden, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, konzentrieren wir uns auf Initiativen, die Wachstum und Inklusion für alle fördern. Lektion 2: Auf der Suche nach Haustieren. Ich habe für mein Haustier einen Bereich zum Erkunden und Spielen geschaffen. Das ist so wichtig für sein Glück. Das ist großartig. Ich wette, Ihr Haustier liebt es. Ein eigener Bereich macht einen großen Unterschied. Ja, mir ist aufgefallen, dass sie viel aktiver und neugieriger sind, wenn sie Platz zum Herumlaufen haben. Philuf. Haustiere gedeihen, wenn sie sich mit ihrer Umgebung auseinandersetzen und neue Dinge erkunden können. Ich denke, es hilft auch, Langeweile zu vermeiden und sie geistig zu stimulieren. Ja, es ist wichtig für Ihr allgemeines Wohlbefinden. Welche Aktivitäten bieten Sie in diesem Raum an? Damit es für sie interessant bleibt, habe ich Klettergerüste und Spielzeuge eingebaut. Das klingt fantastisch. Ich würde gerne sehen, wie Sie mit allem, was Sie eingerichtet haben, interagieren. Ich werde auf jeden Fall ein paar Videos teilen. Es ist so unterhaltsam, ihnen beim Spielen zuzusehen. Lektion 3: Schmerzen vermeiden. Manchmal scheitern wir an dem, was wir vernünftigerweise tun könnten, um Schmerz zu vermeiden. Das ist eine komplexe Idee. Ja, das ist eine Aussage, die zum Nachdenken anregt. Es ist interessant, wie unsere Entscheidungen uns entweder schützen oder zurückhalten können. Genau. Manchmal hindert uns die Angst vor dem Scheitern daran, die notwendigen Risiken für unser Wachstum einzugehen. Und es ist wichtig zu erkennen, dass Unbehagen zu wertvollen Lektionen und zur persönlichen Weiterentwicklung führen kann. Auf jeden Fall. Herausforderungen anzunehmen hilft uns oft, Widerstandsfähigkeit und Stärke aufzubauen. Ja, es geht darum, unnötigen Schmerz zu vermeiden und Herausforderungen direkt anzugehen. Ich denke, es ist entscheidend, über unsere Erfahrungen nachzudenken und daraus zu lernen, egal ob sie gut oder schlecht sind. Auf jeden Fall. Jede Erfahrung kann uns etwas Wertvolles lehren, wenn wir dafür offen sind. Behalten wir das im Hinterkopf, wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen. Es kann uns helfen, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Lektion 4: Frühzeitige Abschlüsse sichern. Ja, es ist am besten, sich diese Flugangebote frühzeitig zu sichern. Durch vorausschauende Planung können Sie viel Geld sparen. Auf jeden Fall. Ich versuche immer, meine Tickets im Voraus zu buchen, um Preiserhöhungen in letzter Minute zu vermeiden. Genau. Es gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Reisepläne feststehen. Außerdem haben Sie durch eine frühzeitige Buchung oft mehr Auswahlmöglichkeiten bei Flügen und Unterkünften. Ja,
Es ist schön, flexibel die Reiseroute wählen zu können, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Und vergessen Sie nicht, sich auf seriösen Reisewebsites umzusehen. Dort können Sie die besten Angebote finden. Auf jeden Fall. Der Vergleich verschiedener Websites kann zu erheblichen Einsparungen und besseren Entscheidungen führen. Ich achte immer auf Bewertungen und Beurteilungen, um sicherzustellen, dass ich bei einem zuverlässigen Dienst buche. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, dass Sie sich gut informieren, bevor Sie irgendwelche Verpflichtungen eingehen. Lektion 5: Reisetoilettenartikel. Stimmt. Und was ist mit Toilettenartikeln? Denken Sie immer daran, Shampoo in Reisegröße und andere wichtige Dinge mitzunehmen. Entwurf. Reisegrößen sparen Platz im Gepäck und sind praktisch für Kurztrips. Ja, außerdem ersparen Sie Ihnen den Aufwand, über großes Gepäck aufzugeben. Klar, ich finde auch, dass es einfacher ist, alles organisiert zu halten, wenn man einen kleinen Kulturbeutel einpackt. Das ist eine tolle Idee. Normalerweise erstelle ich eine Checkliste, um sicherzustellen, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Ich mache das auch. Es ist wirklich hilfreich, beim Packen für eine Reise einen Plan zu haben. Auf jeden Fall. Stellen wir sicher, dass wir vor unserem nächsten Abenteuer alles bereit haben. Tja, wenn wir gut organisiert sind, können wir uns mehr auf das Vergnügen unserer Reisen konzentrieren, anstatt uns um Details zu kümmern. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wohin uns unsere nächste Reise führt. Lektion 6: Akzente in England. Wissen Sie, in England spricht man Englisch, aber sie haben einen Akzent, der sich vom kanadischen Akzent unterscheidet, was ziemlich interessant ist. Ja, das ist es wirklich. Die Vielfalt der Akzente in Großbritannien kann ziemlich faszinierend sein und jeder hat seinen eigenen, einzigartigen Charme. Absolut. Ich finde es toll, wie Akzente so viel über den Hintergrund und die Herkunft einer Person aussagen können. Ja, sogar innerhalb Englands gibt es viele verschiedene Akzente, von Cockney bis zum Geordie. Und dann ist da noch der kanadische Akzent, der seine eigenen Nuancen hat und so freundlich klingt. Tja, ich finde es interessant, dass bestimmte Wörter anders ausgesprochen werden. In Kanada klingt Abo beispielsweise eher wie Aboat. Stimmt, es ist erstaunlich, wie sich Sprache je nach Geografie und Kultur entwickelt. Auf jeden Fall. Ich finde, Akzente verleihen Gesprächen Charakter und machen sie bunter. Auf jeden Fall. Es würde Spaß machen, herumzureisen und all diese verschiedenen Akzente persönlich zu erleben. Lektion 7: Elektronische Geräte. Apropos Schuhe, was ist mit elektronischen Geräten wie Smartwatches? Die sind heutzutage scheinbar überall. Das sind sie wirklich. Smartwatches sind zu einem so beliebten Accessoire geworden. Sie dienen nicht mehr nur dazu, die Zeit anzuzeigen. Genau. Sie verfolgen ihre Fitness, überwachen ihre Gesundheit und ermöglichen es ihnen sogar, Benachrichtigungen zu erhalten, ohne ihr Telefon herausholen zu müssen. Tja, es ist praktisch, besonders wenn man beschäftigt ist oder Sport treibt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich eins zuzulegen? Das habe ich. Ich denke, es wäre hilfreich, um meine Trainingseinheiten und täglichen Aktivitäten im Auge zu behalten. Das klingt nach einem tollen Plan. Außerdem gibt es sie mittlerweile in so vielen Stilen, dass Sie einen finden können,
der zu ihrer Persönlichkeit passt. Auf jeden Fall. Mir gefällt die Idee, etwas zu haben, das sowohl funktional als auch stilvoll ist. Ich denke, dass Smartwatches Sie auch dazu ermutigen können, aktiv zu bleiben, indem sie daran erinnern, sich zu bewegen. Das stimmt. Es ist, als hätte man einen persönlichen Trainer am Handgelenk. Ich bin gespannt, wie sich die Geräte weiterentwickeln. Lektion 8: Trendige Codes. Ich habe gehört, dass es in der Innenstadt einen neuen Laden gibt, der trendige Kleidung verkauft. Er soll ziemlich stüllig sein. Das klingt spannend. Ich liebe es, neue Geschäfte zu entdecken, insbesondere für einzigartige Stücke. Ja, es ist immer erfrischend, etwas zu finden, das auffällt und ihrer Garderobe ein wenig Flair verleiht. Genau. Außerdem ist die Unterstützung lokaler Unternehmen eine großartige Möglichkeit, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten es uns gemeinsam ansehen. Es könnte ein lustiger Tagesausflug werden. Ich bin dabei. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund einzukaufen, der ehrliche Meinungen äußern kann. Auf jeden Fall. Wir können verschiedene Outfits anprobieren und sehen, was gut aussieht. Ich kann es kaum erwarten. Lasst uns einen Plan für dieses Wochenende machen und sehen, welche trendigen Fundstücke wir entdecken können. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Shopping-Abenteuer sind immer das Beste. Lektion 9: Professionelle Tourinitiativen. Für einen Spieler kann die öffentliche Unterstützung von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere wenn es um Anerkennung geht. Ja, und es kostet die Spieler oft viel Geld, dieses öffentliche immer aufrechtzuerhalten, was ziemlich schwierig sein kann. Genau. Kings wichtigste Initiative bestand darin, eine professionelle Tour zu starten, die die Landschaft für Sportler wirklich veränderte. Das stimmt. Es bot den Spielern eine Plattform, um ihr Können unter Beweis zu stellen und mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja, es hat auch jüngeren Spielern neue Möglichkeiten eröffnet, die für die Entwicklung des Sports wichtig sind. Du, eine professionelle Tour trägt dazu bei, den gesamten Sport aufzuwerten und mehr Fans anzuziehen. Darüber hinaus fördert es Sponsoring und Partnerschaften, die für die finanzielle Stabilität der Sportler von entscheidender Bedeutung sind. Tja, je mehr Unterstützung Sportler erhalten, desto mehr können sie sich auf ihre Leistung konzentrieren und weniger auf finanziellen Druck. Ich denke, das ist ein wesentlicher Aspekt der Sportentwicklung. Es schafft ein nachhaltiges Umfeld für alle Beteiligten. Lektion 10: Urlaubsplanung. Kai, hast du schon über deinen nächsten Urlaub nachgedacht? Ich habe überlegt, ein neues Reiseziel zu besuchen. Ja, das habe ich. Ich träume davon, einen Ort mit wunderschönen Landschaften und reicher Kultur zu erkunden. Das klingt fantastisch. Hast du einen bestimmten Ort im Sinn, den du gerne besuchen möchtest? Ich denke darüber nach Italien zu fahren. Die Geschichte, die Kunst und das Essen sind einfach so verlockend. Italien klingt perfekt. Die Landschaft ist atemberaubend und ich habe gehört, die Küche ist nicht von dieser Welt. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, authentische Pasta und Gelato direkt von der Quelle zu probieren. Das ist definitiv ein Muss. Außerdem wäre der Besuch historischer Stätten wie des Kolosseums unvergesslich. Chef, ich möchte in die Kultur eintauchen und vielleicht sogar einen Kochkurs besuchen, während ich dort bin.
Das klingt nach einer fantastischen Idee. Das Kochen traditioneller Gerichte zu lernen, wäre eine tolle Erfahrung. Lektion 11. Das öffentliche Immer eines Sportlers. Der Status eines Sportlers in der Öffentlichkeit macht seine Karriere umso bemerkenswerter, meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie sie wahrgenommen werden, kann sich auf ihre Unterstützung und ihren Gesamterfolg im Sport auswirken. Ja, das öffentliche Image kann ein zweischneidiges Schwert sein. Es bringt Ruhm, aber auch viel Kritik mit sich. Ja, für Sportler ist es wichtig, ihr immer sorgfältig zu pflegen, um die Unterstützung ihrer Fans aufrechtzuerhalten. Ich denke, dass ein gutes PR-Team wirklich dabei helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern. Auf jeden Fall. Sie prägen maßgeblich die öffentliche Wahrnehmung der Sportler. Und es kann auch Einfluss darauf haben, wie sie ihr Privatleben gestalten, was ziemlich stressig sein kann. Ver Ruhm und Privatleben in Einklang zu bringen, ist keine leichte Aufgabe und erfordert oft viel Disziplin. Auf jeden Fall. Es ist interessant zu sehen, wie manche Sportler im Rampenlicht aufblühen, während andere Schwierigkeiten haben. Lektion 12. Griechische Philosophen. Wussten Sie, dass vor fast 2000 Jahren einige Philosophen in Ägypten lebten? Es ist faszinierend, über ihren Einfluss nachzudenken. Ja, es ist unglaublich, wie diese Denker die Grundlagen der westlichen Philosophie geprägt haben. Genau. Philosophen wie Platon und Aristoteles hatten so tiefgründige Ideen, die auch heute noch nachhallen. Und einige andere griechische Philosophen hatten Verbindungen zum ägyptischen Denken, was ziemlich faszinierend ist. Ja, die Vermischung der Kulturen führte zu intensiven philosophischen Diskussionen und Wissensfortschritten. Philosoph. Es ist erstaunlich, wie diese Interaktionen zur Entwicklung verschiedener Bereiche beigetragen haben, darunter auch Wissenschaft und Ethik. Ich denke, es ist wichtig, den Einfluss dieser historischen Persönlichkeiten auf die moderne Gesellschaft anzuerkennen. Auf jeden Fall. Ihre Ideen inspirieren uns weiterhin und fordern uns heraus, kritisch über die Welt nachzudenken. Lassen Sie uns mehr über Ihre Lehren erfahren und sehen, in welchem Zusammenhang sie mit aktuellen Themen stehen. Lektion 13. Fleischqualität. Wie ist die Fleischqualität in diesem neuen Lebensmittelgeschäft? Ist die Qualität gut? Ja, ich habe gehört, dass Sie eine Metzgereiabteilung mit täglich frischen, hochwertigen Schnitten haben. Das ist toll zu hören. Der Zugang zu Qualitätsfleisch macht beim Kochen einen großen Unterschied. Philosoph. Damit können Sie köstliche Mahlzeiten zubereiten, die sowohl sättigend als auch gesund sind. Ich koche gern mit frischen Zutaten, denn das verleiht jedem Gericht einen ganz besonderen Geschmack. Tja, und wenn Sie wissen, woher Ihre Lebensmittel kommen, haben Sie beim Kochen zusätzliche Sicherheit. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten diesen Laden gemeinsam besuchen und uns die Auswahl ansehen. Tolle Idee. Ich würde mir gerne ansehen, was Sie anbieten und vielleicht ein paar Zutaten für ein schönes Abendessen mitnehmen. Ja, lass uns eine Liste mit den Dingen erstellen, die wir brauchen und einen lustigen Einkaufsbummel daraus machen. Lektion 14. Leben in Gefahr. Dass Salman Rushdies Leben bedroht ist ein ernstes Problem. Es verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Schriftsteller und Künstler stehen. Ja, es ist wirklich beunruhigend. Plötzlich war ich metaphorisch gesehen unter denen, die die Bedeutung der freien Meinungsäußerung verstehen.
Genau. Die Drohung gegen sein Leben ist eine deutliche Erinnerung daran, wie wichtig es ist, kreative Stimmen zu schützen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, diejenigen zu unterstützen, die für ihre Überzeugungen einstehen, auch wenn ihnen Gefahr droht. Ich bewundere seinen Mut, trotz der Risiken weiterzuschreiben. Es erfordert enorme Stärke und Überzeugung. Tja, seine Geschichte ist ein Beweis für die Macht der Literatur und ihren Einfluss auf die Gesellschaft. Auf jeden Fall. Wir müssen uns für die Meinungsfreiheit einsetzen und dafür sorgen, dass Künstler sich ohne Angst ausdrücken können. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir das Bewusstsein für dieses Problem schärfen können. Das klingt nach einem großartigen Plan. Gemeinsam können wir dazu beitragen, eine Kultur des Verständnisses und Respekts für kreativen Ausdruck zu fördern. Lektion 15. Erfolg visualisieren. Sich den Erfolg vorzustellen und im Vorfeld zu üben, ist unerlässlich. Das hilft wirklich bei der Vorbereitung auf jede Herausforderung. Das klingt hilfreich. Ein klares Bild davon zu haben, was Sie erreichen möchten, kann einen großen Unterschied machen. Genau. Es weckt eine positive Erwartung und kann ihr Selbstvertrauen deutlich stärken. Tja, ich denke, es ist auch wichtig, regelmäßig zu üben, um diese Visualisierung zu verstärken. Auf jeden Fall. Wiederholungen helfen Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu festigen und sorgen dafür, dass Sie sich sicherer fühlen, wenn es soweit ist. Ich stimme zu. Verwenden Sie spezielle Techniken zur Visualisierung. Ich verbringe jeden Tag gerne ein paar Minuten damit, mir vorzustellen, wie ich meine Ziele erreiche. Das motiviert mich wirklich. Das ist ein toller Ansatz. Ich denke, die Kombination von Visualisierung und praktischer Praxis kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Ja, ermutigen wir uns gegenseitig, diese Techniken anzuwenden und beobachten wir, wie sich unsere Fortschritte entfalten. Lektion 16. Lebensmitteleinkauf. Nachdem ich 3 große Eimer mit frischen Produkten gefüllt hatte, ging ich bezahlen und holte mir ein paar Rezepte. Das klingt nach einem produktiven Einkaufsbummel. Welche Rezepte hast du gefunden? Ich habe einige entdeckt, die saisonale Zutaten verwenden. Ich bin gespannt darauf, ein Gemüsepfannengericht und eine herzhafte Suppe zuzubereiten. Das klingt köstlich. Die Verwendung frischer Produkte verstärkt den Geschmack jedes Gerichts. Absolut. Ich liebe es zu wissen, woher meine Zutaten kommen. Das macht das Kochen noch lohnender. Ja, außerdem ist das Kochen mit frischen Zutaten eine tolle Möglichkeit, sich gesünder zu ernähren. Auf jeden Fall. Es macht auch Spaß, in der Küche zu experimentieren und neue Dinge auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ich würde gerne bei einer Kochsession mitmachen. Das klingt nach viel Spaß. Das wäre super. Wir können eine kleine Couchparty daraus machen und auch ein paar Freunde einladen. Lektion 17. Eine neue Frisur ausprobieren. Hallo, ich möchte eine neue Frisur ausprobieren. Hast du irgendwelche Vorschläge? Das klingt spannend. Hast du schon mal über einen kürzeren Schnitt oder ein paar Stufen nachgedacht? Ich habe über Stufen nachgedacht, vor allem, weil sie meinem Haar mehr Volumen und Bewegung verleihen können. Auf jeden Fall. Stufen können einen großen Unterschied machen und bieten außerdem viel Flexibilität beim Styling. Ich denke auch über eine neue Farbe nach. Etwas Kräftiges auszuprobieren könnte Spaß machen. Tja, eine Farbänderung kann ihren Look komplett verändern.
Haben Sie einen bestimmten Farbton im Sinn? Ich tendiere zu einem tiefen Burgunderrot. Ich denke, es würde meinen Hautton gut ergänzen. Das würde fantastisch aussehen. Es ist eine satte Farbe, die sowohl auffällig als auch raffiniert ist. Das hoffe ich. Ich denke, ich werde bald einen Termin im Salon vereinbaren, um meine Möglichkeiten zu besprechen. Lektion 18. Bunte Stifte. Schauen Sie sich diese bunten Stifte an. Sie sind so lebendig und lustig. Es ist nicht erstaunlich, wie bunte Stifte Ihren Arbeitsplatz verschönern und das Schreiben angenehmer machen können. Auf jeden Fall. Mit bunten Stiften können Sie Notizen und Erinnerungen eine kreative Note verleihen. Tja, dadurch wird das Ordnen der Gedanken spannender und weniger eintönig. Ich verwende gern unterschiedliche Farben für unterschiedliche Aufgaben. Das hilft mir, optisch organisiert zu bleiben. Das ist eine tolle Strategie. Außerdem macht das Schreiben mehr Spaß, wenn man eine große Auswahl an Farben hat. Genau. Ich denke, ich werde sie in meinem Planer verwenden, um ihn optisch ansprechender zu gestalten. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ein farbenfroher Planer kann Sie wirklich inspirieren, den Überblick zu behalten. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem neuen System zu beginnen. Es wird die Planung so viel angenehmer machen. Lektion 19. Kunst schätzen. Ich dankte Ami und lächelte sie an. Ich sagte ihr, dass mir das Bild, das sie gemalt hatte, sehr gefiel. Das ist wunderbar. Es ist immer schön, das künstlerische Talent eines Menschen zu würdigen. Was hat Ihnen daran am meisten gefallen? Die Farben waren so lebendig und die Art, wie sie das Licht einfing, war beeindruckend. Es fühlte sich lebendig an. Das klingt wunderschön. Kunst kann Emotionen hervorrufen und Gespräche anregen. Genau. Ich finde es erstaunlich, wie ein einzelnes Stück eine Geschichte erzählen und Menschen verbinden kann. Hilf. Ich diskutiere gerne mit Freunden über Kunst. Es ist interessant, verschiedene Perspektiven zu hören. Ja, jeder interpretiert Kunst auf seine eigene, einzigartige Weise, was sie noch spezieller macht. Ich stimme zu. Lass uns bald einen Besuch in einer örtlichen Galerie planen, um gemeinsam mehr Kunst zu entdecken. Das ist eine tolle Idee. Ich bin schon gespannt, welche neuen Stücke wir entdecken und besprechen werden. Lektion 20. Einfluss der Medien. Fast alle Psychologen sind sich mittlerweile einig, dass Gewalt im Fernsehen zu aggressivem Verhalten im Alltag beiträgt. Das ist eine bedeutende Aussage. Es geht darum, wie Medien unser Handeln und Denken beeinflussen können. Ja, es ist wichtig, sich der Inhalte, die wir konsumieren, und ihrer möglichen Auswirkungen auf unser Verhalten bewusst zu sein. Hilf. Diskussionen über Medienkompetenz sind besonders für jüngere Zielgruppen von entscheidender Bedeutung. Ich denke, es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern dabei helfen, zu verstehen, was sie sehen. Auf jeden Fall. Wenn Sie Kindern beibringen, kritisch über Medien nachzudenken, können sie das Gesehene besser verarbeiten. Auf jeden Fall. Es geht darum, eine Balance zwischen Unterhaltung und dem Verständnis der zugrunde liegenden Botschaften zu finden. Ich stimme zu. Setzen wir uns weiterhin für einen verantwortungsvollen Medienkonsum ein, um eine gesündere Gesellschaft zu fördern. Ja, Gespräche wie diese können zu einem größeren Bewusstsein und positiven Veränderungen im Medienkonsum führen.
Lektion 21. Vorlieben beim Körperbild. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Vorlieben für den Körpertyp sein können. Viele Männer bevorzugen das Aussehen von Frauen, die nicht zu dünn sind. Ja, das ist ein faszinierendes Thema. Es zeigt, wie unterschiedlich Schönheitsideale zwischen Kulturen und Individuen sein können. Genau, es zeigt deutlich, wie vielfältig die Menschen das finden, was sie attraktiv finden. Ich denke, es ist wichtig, unterschiedliche Körpertypen zu feiern und anzuerkennen, dass Schönheit viele Formen haben kann. Auf jeden Fall. Eine positive Einstellung zum eigenen Körper kann dazu beitragen, dass sich Menschen in ihrer Haut wohler fühlen. Ja, es geht darum, Selbstakzeptanz zu fördern und unsere einzigartigen Qualitäten wertzuschätzen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass in der Gesellschaft weiterhin mehr Gespräche über körperliche Vielfalt geführt werden. Ich stimme zu. Lasst uns Initiativen unterstützen, die ein positives Körperbild fördern und unrealistische Standards in Frage stellen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir zu einer umfassenderen Wahrnehmung von Schönheit beitragen. Lektion 22. Rustikaler Charme in B&Bs. Ich suche nach Vorlieben für die Art der Frühstückspension. Etwas mit rustikalem Charme wäre perfekt. Das klingt wunderbar. Ein rustikales B&B kann eine so gemütliche und einladende Atmosphäre bieten. Genau. Ich liebe die Vorstellung, an einem Ort zu wohnen, der sich heimelig anfühlt und Charakter hat. Da, darüber hinaus bieten viele ländliche Orte eine wunderschöne natürliche Umgebung, die das Gesamterlebnis noch verstärkt. Ich stimme zu. Stellen Sie sich vor, Sie wachen in einer malerischen Umgebung mit Vogelgezwitscher und dem Duft von frischem Kaffee auf. Das wäre fantastisch. Es ist die perfekte Möglichkeit, abzuschalten und dem Alltagsstress zu entfliehen. Auf jeden Fall. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn, auf die diese Beschreibung zutrifft? Ich habe großartige Dinge über eine charmante kleine Stadt gehört, die für ihre malerische Aussicht und herzliche Gastfreundschaft bekannt ist. Das klingt ideal. Lass uns eine Reise planen und sehen, welche rustikalen Schätze wir dort entdecken können. Lektion 23. Globale Zusammenarbeit. Um dieses Problem gemeinsam anzugehen, ist eine globale Zusammenarbeit so wichtig. Sie bringt uns alle für eine gemeinsame Sache zusammen. Auf jeden Fall. Wenn Länder zusammenarbeiten, können sie Ressourcen und Wissen austauschen und so wirksame Lösungen schaffen. Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie internationale Bemühungen zu sinnvollen Veränderungen führen können. Auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit zeigt, dass wir stärker sind, wenn wir uns für das Gemeinwohl zusammenschließen. Ich denke, es ist für uns von entscheidender Bedeutung, unsere gemeinsame Verantwortung bei der Bewältigung globaler Herausforderungen anzuerkennen. Da jede noch so kleine Anstrengung zählt und gemeinsames Handeln kann zu erheblichen Fortschritten führen. Auf jeden Fall. Setzen wir uns weiterhin für globale Zusammenarbeit ein und unterstützen wir Initiativen, die die Einheit fördern. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir etwas bewirken und eine bessere Zukunft für alle schaffen. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ergeben. Lektion 24. Wichtiges Organisieren. Fächer für das Wesentliche sind sehr hilfreich, denn so bleibt alles organisiert und leicht zugänglich. Das klingt perfekt.
Organisation kann unseren Alltag deutlich vereinfachen und Stress reduzieren. Ja, wenn alles seinen Platz hat, ist es einfacher, das zu finden, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Fluf. Ich denke, es macht auch das Packen für Reisen viel einfacher und effizienter. Auf jeden Fall. Ich verwende gerne kleine Beutel für Toilettenartikel und andere Notwendigkeiten, um sie sortiert aufzubewahren. Das ist eine tolle Idee. Wo finde ich so einen Ordnungsbeutel? Ich habe in den Geschäften vor Ort einige wirklich schöne Optionen gesehen und es gibt auch viele Online-Shops. Perfekt. Ich werde sie mir ansehen und sehen, was für mich am besten funktioniert. Großartig. Helfen wir uns gegenseitig, organisiert zu bleiben. Das kann unser Leben so viel einfacher machen. Lektion 25. Eine Nation, ein Volk. Werden wir eine Nation, ein Volk mit einem gemeinsamen Schicksal oder nicht? Das ist eine tiefgreifende Frage. Das ist es wirklich. Die Idee der Einheit zwischen verschiedenen Gruppen ist für den Aufbau einer stärkeren Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall. Wenn wir unsere Unterschiede akzeptieren und gleichzeitig auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, kann die Welt harmonischer werden. Es geht darum, einander trotz unserer unterschiedlichen Hintergründe zu verstehen und zu respektieren. Ich denke, dass die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit der Schlüssel zu erreichen dieser Einheit ist. Auf jeden Fall. Wenn wir zusammenkommen, können wir Herausforderungen meistern und eine bessere Zukunft aufbauen. Auf jeden Fall. Unterstützen wir Initiativen, die Inklusivität fördern und unsere gemeinsame Menschlichkeit feiern. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir etwas bewirken und andere dazu inspirieren, uns auf dieser Reise zu begleiten. Ja, ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn wir als Einheit zusammenarbeiten. Lektion 26. Einzigartiger Charme von Ländern. Jedes Land hat seinen eigenen, einzigartigen Charme und ich wollte schon immer die Länder besuchen, die reich an Kultur und Geschichte sind. Das klingt wunderbar. Reisen in verschiedene Länder können einem die Augen für so viele verschiedene Lebensweisen öffnen. Genau. Ich finde, das Erleben lokaler Traditionen und der Küche ist einer der schönsten Aspekte einer Reise. Auf jeden Fall. Jedes Reiseziel hat seinen eigenen Charakter, von Straßenessen bis hin zu traditionellen Festen. Ja, ich habe gehört, dass es in Ländern wie Italien und Japan faszinierende Bräuche und köstliches Essen gibt. Das stimmt wirklich. Ich würde gerne die Märkte dieser Länder erkunden und authentische Gerichte probieren. Das wäre fantastisch. Ich denke, das Eintauchen in die lokale Kultur würde das Erlebnis noch unvergesslicher machen. Auf jeden Fall. Es geht darum, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen und ihre Lebensweise zu verstehen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung einiger Reisen zu beginnen und diese einzigartigen Orte zu erkunden. Lektion 27. Fotografiepräferenzen. Haben Sie bei unterschiedlichen Einstellungen ein Lieblingsmotiv zum Fotografieren? Ich liebe es, die Natur einzufangen. Die Schönheit der Landschaften und der Tierwelt inspiriert mich immer wieder. Das klingt wunderbar. Naturfotografie kann so lohnend sein, besonders wenn man das perfekte Licht einfängt. Tja, ich wandere gerne zu malerischen Orten und fotografiere unterwegs die atemberaubende Aussicht. Ich wette, diese Momente sind magisch.
Ich fotografiere gerne städtische Umgebungen wegen ihrer Energie und Lebendigkeit. Urbane Fotografie hat ihren ganz eigenen Charme. Die Architektur und das Straßenleben können so fesselnde Geschichten erzählen. Genau. Ich finde, sowohl Natur als auch Stadtszenen bieten einzigartige Perspektiven auf das Leben. Es geht darum, Schönheit in verschiedenen Umgebungen zu finden. Bevorzugen Sie spontane oder gestellte Aufnahmen? Ich bevorzuge spontane Aufnahmen, da sie oft echte Emotionen und Momente einfangen, die eine Geschichte erzählen. Lektion 28: Nach dem richtigen Artikel suchen. Ich habe auf einigen Websites nach neuer Kleidung gesucht, aber noch nicht das Richtige gefunden. Das ist immer etwas frustrierend. Es kann schwierig sein, online genau das zu finden, wonach Sie suchen. Ja, ich möchte etwas Einzigartiges, das auffällt, aber auch perfekt zu meinem Stil passt. Ich verstehe. Es ist wichtig, sich in der Kleidung wohl und sicher zu fühlen. Genau. Hast du in letzter Zeit gute Online-Shops gefunden, die du empfehlen kannst? Ich habe vor kurzem eine Boutique entdeckt, die eine Vielzahl trendiger Stücke anbietet. Die Auswahl ist ziemlich beeindruckend. Das klingt vielversprechend. Ich würde es gerne ausprobieren. Die richtige Passform zu finden, kann bahnbrechend sein. Auf jeden Fall. Außerdem haben sie tolle Kundenbewertungen, was immer beruhigend ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Lassen Sie uns weiter suchen, bis wir etwas finden, das uns begeistert und inspiriert. Lektion 29: Familienbesuch. Ich werde meine Familie bald besuchen. Es ist eine Weile her, seit ich sie gesehen habe. Das Kleine. Wo wohnen Sie? Sie leben in einer kleinen Stadt, umgeben von wunderschöner Natur. Es ist ein friedlicher Ort zum Entspannen. Wie schön. Zeit mit der Familie in einer ruhigen Umgebung zu verbringen, klingt perfekt. Ja, ich freue mich darauf, uns wiederzusehen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Das ist großartig. Hast du besondere Pläne für deinen Besuch? Ich hoffe, mit Ihnen wandern zu gehen und vielleicht ein Familiengrillfest im Garten zu veranstalten. Das klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Outdoor-Aktivitäten bringen Menschen immer näher zusammen. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam am Grill Geschichten zu erzählen und zu lachen. Lektion 30: Einzigartiger Stil. Ich möchte etwas Einzigartiges und Auffälliges. Es sollte meinen Stil perfekt widerspiegeln. Das ist eine tolle Einstellung. Sich durch Mode auszudrücken, kann so viel Kraft geben. Ja, ich glaube, Kleidung sollte eine Geschichte darüber erzählen, wer man ist und was man liebt. Auf jeden Fall. Haben Sie einen bestimmten Stil im Sinn oder sind Sie offen für verschiedene Optionen? Ich bin offen für Neues, aber ich tendiere definitiv zu kräftigen Farben und interessanten Mustern. Das klingt fantastisch. Mutige Entscheidungen können ein echtes Statement setzen und jedes Outfit aufpeppen. Genau. Ich finde es toll, verschiedene Teile zu kombinieren und so etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Auf jeden Fall. Lass uns gemeinsam shoppen gehen, um Stücke zu finden, die zu deinem Stil passen. Das würde mir gefallen. Die Meinung eines Freundes macht das Einkaufen immer angenehmer.